Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Morgen bei Cargold. Und das ist ein BMW 507 Roadster. Das ist der schönste und der tollste BMW, den die Firma BMW jemals konstruiert und gebaut hat. Seinerzeit von Graf Görz. Der hat dieses wunderschöne Design. Es gibt bis heute keinen wertvolleren BMW, keinen selteneren, keinen besonderen. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. So ein Wagen ist heute das doppelte Wert von seinem damaligen Konkurrenten von Mercedes 300 SL. War ja ein fantastisches Auto auch. Es gibt hier aber nur 252 Fahrzeuge. Und das, was wir euch hier gleich zeigen können, dieser hier, das ist ein ganz besonderer 507. Das ist nämlich ein Auto der Serie 1. Und die Serie 1 ist sehr, sehr selten gebaut worden. Es gibt nur 43 Exemplare, die noch existieren. Das ist so ein Serie 1. Der ist hinten ein kleines bisschen kürzer und hat hier dieses wunderschöne Designelement, wo das Verdeck dahinter ist, mit dieser Platte oben drauf. Das hat der Roadster, der später gebaut wurde, ich sag mal ab Ende 1957 nicht. Das ist ein Auto aus dem Jahr 1957. Der 507 ist damals nur sehr, sehr kurz gebaut worden, über circa 3 Jahre bis 1960. Und das ist einer der ersten, die überhaupt gebaut wurden. Kurz etwas zum Heck dieses tollen Sportroadsters. Das sind die charakteristischen Lampen des BMW 507. Der Wagen hier ist von einer absolut erstklassigen Adresse restauriert worden. Das heißt, jedes Detail, jedes Spaltmaß dieses Fahrzeuges ist absolut hervorragend. Hier ist die Nummernschildbeleuchtung aus wunderschönem Chrom. Hier sind die richtig tollen Chromschuhstangen und wie ihr seht, das ist alles im Zustand, kann man wirklich sagen, neuwertig. Hier das BMW-Logo, so ist es original, so ist es richtig, aus dem richtigen Material, nicht irgendwie drauf fotografiert. Das ist tabakbraunes, schönes, richtiges Leder hier abgesetzt. Also das ist von einer Güte gemacht und fantastisch für die, die es interessiert. Wenn man einen Wagen in diesen Zustand verbringen möchte, kostet das ca. 500.000 bis 600.000 Euro heute. Und das heißt noch lange nicht, dass er dann auch wirklich gut wird, weil Sie müssen ja erstmal den richtigen Mann haben, der Ihnen das auch so macht. Und die passen an eine Hand. Derjenige, der den Wagen gemacht hat, der ist jetzt in Rente. Also diese Top-Adresse gibt es so in der Form gar nicht mehr. Er betreut das zwar noch, aber er macht es nicht mehr. Jetzt hier vielleicht etwas Besonderes. Hier sind die Scheiben leicht rausgefahren. Hier vorne der typische Schnappverschluss. Griff beim BMW 507, so öffnet sich dieser tolle Wagen. Wenn er mal hineinschaut, auch die Teppiche wunderschön abgesetzt. Genau das richtige Velour, was hier verarbeitet wurde. Vielleicht noch interessant ist die charakteristische Schaltung bei dem BMW. Er hat ein Viergang-Schaltgetriebe. Wir zeigen euch das aber auch gleich etwas näher, weil wir mit dem Wagen auch gleich fahren werden. Dann hört man diesen wirklich fantastischen Sound. Ist ein faszinierendes Auto. Ich sag mal, wenn man beide Autos kennt vom Fahren, den 300 SL, das waren ja damals direkte Konkurrenten, dann weiß man, dass dieser Wagen unglaublich elegant fährt. Man fährt kommod damit, es macht einen totalen Spaß, man sitzt sehr entspannt. 300 SL, das ist mehr so eine Kampfmaschine, das geht richtig los. Das ist ein völlig anderer Wagen. Und ich kenne eine ganze Menge Leute, die sagen, also wenn, dann möchte ich den Wagen haben, weil das ist vielleicht noch ein bisschen feiner und mittlerweile auch vom Wert kann man das erkennen, nochmal eine Klasse über dem 300 SL. So, jetzt zeige ich euch mal, was unter der Motorhaube läuft. Das ist ein V8 Motor des BMW 507, leistet 150 PS. Seinerzeit hat ja der 300 SL 225 PS gehabt. Der ist natürlich auch schneller gewesen und war damals auch das erfolgreichere Auto. Dieser hier, wie gesagt, 150 PS, aber 8 Zylinder. 300 SL hatte ja 6 Zylinder. Und wenn ihr hier schaut, in welcher Güte das hier alles restauriert würde, die gesamte Technik ist neu. Es ist natürlich schön, der Wagen ist schon ein paar Kilometer bewegt worden. Der läuft auch, der springt auf Schlag an. Das ist ein Oldtimer, ein Klassiker, den ihr sofort einsetzen könnt. Aber ich weiß aus Erfahrung, es gibt bei dem Auto auch, das ist ja wirklich was für eine Kollektion, für eine Sammlung, eine ganze Menge Freaks, die sagen, auch aus Investmentgründen, gerade in heutigen Zeiten, Corona, wer weiß, wer die Milliarden alle zurückzahlt, die im Moment gerade aufgenommen werden, in Schulden.
Wenn Sie da die Garage morgen aufmachen, der steht immer noch da und der ist mit Sicherheit mindestens immer noch das wert, was Sie dafür investiert haben. Und Sie haben die Freude, ein ganz besonderes, richtig tolles Auto zu haben. So, hier oben sind die Vergaser, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zum Motor. Das sind die beiden Vergaser. Hier vorne die silberne Kiste ist das Werkzeug vom BMW 507, was wir jetzt, so bitte sehr, sei auch mal kurz gezeigt, ist vollständig, es ist alles da, so wie es gehört bei dem Wagen. Ja, was müsste ich jetzt dazu noch sagen? Ich glaube, das Beste ist, wenn wir den Wagen gleich mal bewegen und fahren, dann seht ihr, welche Faszination dieses Auto hat. Ich mache jetzt noch einmal zu und ich möchte Paul noch mal bitten, einfach noch mal drumherum zu gehen, weil das Auto steht hier frei. Er hat übrigens Ratschverschlüsse, Zentralfelgen, die längst nicht jeder hat, und bei dem Auto ist das, finde ich, ganz toll gestaltet, weil die innen schwarz sind. Er hat ja auch ein schwarzes Dach und vielleicht noch eine Besonderheit, ich gehe mal kurz auf die andere Seite, der Wagen hat auch ein schwarz lackiertes Hardtop. Also der ist vom Design unglaublich edel und ja, von der Qualität, das habt ihr gesehen. Man darf ja niemals sagen, ein Auto hat einen Zustand 1, aber ich sag mal, das Auto ist hier an Perfektion so gut wie gar nicht zu überbieten. Ich gehe hier noch mal kurz ans Auto ran. Was markant und klassisch Erkennungsmerkmal von 507 auch von der Seite ist dieses schöne Gitter hier. Es ist ja ein bisschen anders als beim 300 SL, der hatte das hier vorne, aber ist auch wirklich klassizistisch wunderschön gemacht. Dann hier, es sei noch mal darauf verwiesen, wie die Karosserie bei unserem Auto gearbeitet ist. Also das ist wirklich einmalig, wie das alles sitzt. Ein ganz wichtiger Aspekt beim BMW 507 ist wirklich der Zustand. Das Auto hatte das Problem mit Kontaktkorrosion. Also da, wo Aluminium auf Metall gestoßen ist, gab es Korrosion und es sind viele 507 heute nicht voll restauriert. Und normalerweise müssen Sie da wirklich überall gucken. Ich habe schon bei ganz vielen 507 Katastrophen erlebt, wo man angefangen hat, dazwischen zu gucken. Dann musste man alles auseinandernehmen und am Ende konnten Sie den Wagen komplett restaurieren. Das kann bei dem Auto nicht passieren. Der war komplett auseinander. Er hat das nicht, das ist alles gemacht. Und vielleicht mal so ein kleines bisschen, ich bin ja nun 34 Jahre dabei, ich habe vom 507 ca. 40 Autos verkauft, das ist der 41. Also von dem Wagen verstehe ich eine ganze Menge. Ich habe sie alle gefahren, ich habe sie alle mir anschauen müssen. Das ist einer der besten, die ich jemals hatte. So, und los geht's. Ein Sound, Wahnsinn. So, jetzt wollen wir mal gucken, was dieses tolle Auto alles kann. So, hier vielleicht ein paar kleine Erklärungen zum Armaturenbrett. Hier haben wir das wunderschöne alte Becker Mexiko Radio, ganz original, also so spartanisch hat das damals ausgesehen. Hier seht ihr den Drehzahlmesser, der ging bis 5700 Umdrehungen. Hier Tankreserve, ist jetzt nicht mehr viel drin und der ist noch kalt, weil wir ihn eben gerade angemacht haben. Das heißt, ich muss vorsichtig fahren. Hier die wunderschöne originale VDO-Uhr, die hat natürlich jetzt die falsche Uhrzeit. Und hier ist der Tachometer. Der geht sage und schreibe bis 240 Stundenkilometer, aber es empfiehlt sich, so ein Auto eigentlich immer nur zwischen 100 und 160 zu bewegen. Schneller würde ich damit nicht fahren. Hier ist die Viergangschaltung und jetzt legen wir den Gang ein und fahren langsam los und bewegen genau genommen den Wert von 200-300 SL. Das muss man sich mal vorstellen, wie diese Autos in die Höhe geschossen sind und sind absolut stabil. Das hat aber auch, glaube ich, viel mit der Markenpolitik von BMW zu tun, die sehr, sehr gut ist heute. Und letzten Endes, man sieht das zum Beispiel bei der Marke Jaguar, die sich ein bisschen schwer tut. Das gehört heute zum Ford-Konzern und die sind nicht mehr ganz so up-to-date, was eigentlich schade ist. BMW macht das top. So, jetzt fahren wir mal durch unsere schöne oberbayerische Landschaft. Ich habe mich heute ein bisschen mit Brille und mit Kappe angezogen und ein bisschen wärmer. Wir haben hier gerade 4 Grad. Es hat auf den Bergen Schnee gegeben, bis auf 800 Meter runter. Und im Voralpenland, wo wir ja zu Hause sind, müssen wir halt einfach ein bisschen aufpassen. Aber der Wagen läuft klasse. Man merkt, dass die Getriebe, Bremsen, das ist alles absolut gesund. Die Maschine läuft toll. Wie gesagt, ich drehe sie nicht ganz so hoch, weil es im Moment kalt ist. Darf man nicht machen, man muss immer eine Viertelstunde fahren, bis das Öl dann so seine 80, 90 Grad erreicht hat, dann kann man das steigern.
Man muss sowieso bei alten Autos, wenn die Maschinen länger gestanden haben, sehr, sehr vorsichtig sein, weil man kann also so einer Maschine schnell einen Genickschuss geben, wenn man sie zu hoch dreht. In diesem Falle, der Motor ist komplett gemacht, es ist das Getriebe gemacht. Dieses Auto hat eine Komplettrestaurierung erhalten von erster Güte und das spüre ich hier beim Fahren. Was übrigens auch sehr schön ist, ist dieses tolle Holzlenkrad hier. Also das ist wirklich fantastisch. Wir fahren jetzt 70, der Wagen liegt gut in der Hand. Das ist ein BMW Sportlenkrad, was sehr selten ist. Normalerweise waren die ja hier so aus Bakelit. Es ging ja los mit der Serie 1, die sind ein bisschen kürzer hier im Interieur. Aber ich kann euch sagen, ich bin 1,84 Meter, ich habe gut Platz. Man kann schön fahren damit. Wenn man 1,90 Meter, 1,95 Meter ist, sollte man sich vielleicht die Serie 2 überlegen. Aber dieser hier ist halt der wesentlich seltener ist. Oh, ein Sound, das macht Spaß im Auto. Man hört den 8-Zylinder donnern. Ich schalte jetzt in den 4. Gang. Denn ich kann mich erinnern, ich habe vor 20 Jahren so ein Auto mal stehen gehabt, auch von einer bekannten Persönlichkeit, genauso ausgestattet, auch gut. Da kostete der Wagen 160.000 Mark und ich bin hier nicht losgeworden, ist nicht zu fassen. Erst nach einem halben Jahr konnte das Auto weitergehen. Ja, so ändern sich die Zeiten manchmal. Das ist wirklich verrückt. So, jetzt sind wir hier an der Vorfahrtsstraße. Bremsen funktionieren wunderbar, der ist jetzt schön warm geworden, der Wagen auch. Ah, toller Sound. Also wirklich ein Auto, das macht wirklich Spaß. So. Mit dem Wagen hier haben Sie garantiert keine Probleme, weil er top restauriert wurde. Der befindet sich, so wie ich das jetzt hier auch merke beim Fahren, in einem wirklich fantastischen Jahreswagenzustand. Den können Sie bei uns übernehmen, reinsetzen und bis nach Rom fahren. Und ich sage Ihnen, Sie werden ankommen ohne jedes Problem. Oh, das Donnern der 8-Zylinder-Maschine. Das ist ein Sound, das fasziniert mich immer wieder. Ganz großes Kino. Übrigens, da vorne kommt jetzt der Simsee. Paul, kannst du vielleicht mal zeigen? Wunderschön. Wir liegen hier 8 Kilometer hinterm Chiemsee oder daneben. Simsee, kann man sagen, ist ein Geheimtipp. Das muss man einfach kennen, deswegen haben wir auch die tolle Möglichkeit einer so fantastischen Probefahrt hier. Jetzt haben wir noch eine Kurve, dann biegen wir links ab. Ach, übrigens, da drüben ist unser Hausberg, da haben wir die Hochries, die ist 1500 Meter hoch, auch schon alles in weiß getaucht. Die nächsten Tage soll es ja noch mal ein bisschen Sonne geben. Dann haben wir dieses wunderschöne Herbstfeeling hier und was dann noch fehlt, um das traumhaft zu genießen, ist so ein Auto, so ein BMW 507 Roadster, diese Rarität. Wir sind jetzt eingebogen, oh, hier muss ich 30 fahren, muss ich vorsichtig sein. Das ist unsere Nachbarschaft, sonst werden die sauer. Hier vorne ist unser Betrieb Beuerberg. Paul, kannst du mal zeigen? Kennen viele von euch. Da steht Cargold oben drauf, das ist der alte Hof. Ich fahre jetzt hintenrum hoch. Kennt ihr sicherlich auch unseren Fotografierplatz. Jetzt biegen wir ab. Also das war eine Probefahrt, wie ich sie mir immer wünsche, mit allen Autos. Ab und zu geht sowas natürlich auch mal schief. Das tut es diesmal nicht. Wir sind angekommen. Paul, ich bedanke mich bei dir. Das war wirklich klasse. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es jeden motiviert, so einen tollen Wagen zu besitzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.